Ja, uns wieder bei Tales of Berseria. Beim letzten Mal sind wir aus Abal wieder zurückgekehrt, sind wieder in der Titania. Ja, die ganze Sache mit der Bell. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass viele von euch von Anfang an schon gedacht haben, da ist doch irgendwas faul. Was ist, wussten zwar nicht, aber man hat schon direkt von Anfang an gesehen, okay, da ist was faul, das kann so nicht sein. Wem es vielleicht aufgefallen ist, der kann sich gerne nochmal die Titel der Parts da bis zu dem Punkt, wo halt alles auffliegt, mal anschauen. Ab dem Zeitpunkt, wo man halt auf Taliesin da ankommt, das ist, ich sag mal vielleicht, ich habe sogar auch kleine Anspielungen in die Titel gemacht, dass es da irgendwas mit Traum oder Unglaubliches oder sowas, dass man da, ja, vielleicht aus den Titeln schon so ein bisschen was rauslesen kann. Wenn man Bescheid weiß, ansonsten denkt man sich, ja okay, die Titel sind einfach so, wie sie sein sollen. Denkt man sich nichts bei. Aber ja, da habe ich so ein kleines bisschen auch Sachen mit reingetan. Ah. So. Und, nee, das Gebiet haben wir auch nicht, aber wir können noch ein bisschen hier rum. Ja. So viel dazu. Dann. Da. Schneekugel des Wachstums. Eine Schneekugel für den Bewohner der Tipo-Insel, die in dem Maße, wie ihr Besitzer wächst, blüht auch die Blume, die sich in dem Inneren befindet. Ja, ist die Lilium Orbs. Oder? Doch, Lilium hießen die, glaube ich, in Xillia. Ja. Das heißt, dass diese Lilie im gleichen Maße aufblüht, wie ihr Besitzer wächst. Was für ein fantastisches Objekt. Wie ihr Besitzer wächst, also indem er stärker wird? Ja, Stärke ist auch ein guter Indikator für Wachstum, oder? Das heißt also, wenn du dir einen Waschbrett brauchst und pralle Bizeps antrainierst, könnte man auch eine wunderschöne Lilie bewundern. Dicke Muskeln und eine Blume, das passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Körperkraft ist nicht die einzige Kraft von Wachstum, die es gibt. Beispielsweise wäre da auch noch die rebellische Phase, in die man hineinwachsen kann und die bewirkt, dass man sich über jede Kleinigkeit aufregt, die Velvet von sich gibt. Also so etwas wie, halt die Klappe, alte Vettel. In gewisser Hinsicht ist das auch eine völlig legitime Art von Wachstum. Und das würde die Blume aufblühen lassen? Das hört sich ja noch schlimmer an. Dann halt nicht. Ja. Dann würde ich sagen, ab rein, uns fehlt nur noch ein Therian. Okay, Fee. I need you to find us our next Earth Pulse point. I found one, but it's really, really far. Way up in the northeast. If it's that far out, it has to be in Engand. Engand is a collection of small islands. There's a comparatively bigger one called Lionel Island, but that's the exception. Yeah, I think the Earth Pulse point's probably out there. Engand, huh? Those waters are haunted by ghost ships, you know. Ghost ships? Yep. Legend has it they snatch up wrongdoers who bear lingering regrets and whisk them away to that eternal voyage. That doesn't sound promising. Currents from all over the world converge in Engand's waters, so a lot of shipwrecks from distant seas end up there as their final resting place. So that's where the stories of ghost ships come from. Boo! You guys have no imagination. I'd rather they stay imaginary myself. We should still be careful. We'll be fine. Ghost ship, exorcist, whatever comes along. We'll be the ones to administer their last rites. Da, wer hat schon Angst vor Geisterschiffen? Just one Therian to go. When I escaped, Ceres told me that Artorias could still be killed. That means she must have known everything. That Enominat is incomplete. How Therians work. But why did she betray Artorias? Why did she give me her strength? I know that try as you might, some fires can never fully be extinguished. But what made you go so far as to feed yourself to me? Tell me, why did you do it, sis? Ugh, what am I saying? Ceres was a Moloch. Just a Moloch. Just focus on what has to be done. Once the Therians are all together, I can end this. That's all that matters. That's all I need to think about. Ja, ich glaube, jetzt war es doch recht eindeutig, dass die wirklich Bescheid weiß, wer Ceres wohl mal war. Da draußen ist noch was. Da hinten ist noch was. Ah ja, und mir wurde jetzt immer wieder gesagt, es gibt irgendwo noch eine Zelle, die ich noch nicht erforscht habe. Weil ich da vorher wohl nicht hin konnte. Oder einen Zellentrakt. Ich schaue nur gerade, wo es sonst noch alles Zellen gibt.
Aber ich glaube, das sind echt die einzigen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, wir erkunden diesen Zellentrakt noch. Dafür muss ich da geradeaus, dann nach rechts und dann die Treppe runter. Okay. Und da setze Segel nach Endgent. Na gut. Schauen wir doch mal, was wir noch so finden. Vielleicht noch hier ein paar Dial, Kurogane, Kamoana, Medusa-Gespräche. Jetzt haben wir schon mal Kurogane da hinten. Aber der will nicht reden. Du willst reden. That prince you brought back is one interesting guy. He's happy playing with the dogs, right? And that's perfectly normal. But I swear, he even naps with them. And that hawk, with a big smile on his face? And when Dial or Kamoana ask him to put in some work, he doesn't make a face or nothing. He just gets right to it. Wait, they're asking the prince to do chores for them? Isn't that a little much? Yeah, honestly, I was worried about it too. But when I asked him about it, he said not to worry. And get this! The guy says when he lived in the palace, he couldn't even yawn without getting permission. He couldn't even play with his dogs, let alone help other people with their tasks. Everything was the job of his servants. So anything we tell him to do, no matter how trivial, the guy happily does it. Says he really feels like he's alive. Wow! Feels like he's too good a guy to be a prince. You got it backwards. I'd love to see what a nice guy who gets the common folk does once he starts calling the shots. But if he were to rejoin the royal family, he'd be our enemy, wouldn't he? At the very least, he wouldn't try to control how we think, like the Abbey's doing now. Either way, you're pirates. You plunder other people's ships. I think you'd be the enemy of any state. Aber schön, dass es dem Prinzen hier so sehr gefällt. So. Ne, abbiegen musste ich, habe ich ja gesagt. Rechts rum. Können wir mal gucken, was ich da unten noch für eine Zelle finde. Ja, deswegen habe ich auch noch. Auch wenn hier das Ganze ein bisschen vielleicht zu viele Ecken hat und ich ständig überall gegenknalle. So. Nur die Frage, wo war ich und wo war ich nicht? War ich hier drin? Na ja, da sind Blumen. Oder wären Blumen. Hätte ich sie nicht schon längst weggenommen. So, da habe ich auch die Truhe schon. Aber ich glaube, in den Zellen war ich aber auch schon überall. Denke ich. Ist aber nichts weiter drin. Gibt es noch andere Zellen? Da nicht. Da kommt man auch nur. Wobei, da geht es noch irgendwo hin. Stimmt, doch, da geht es noch hin. Sehe ich ja jetzt erst, dass da noch ein quasi freier Teleporter ist. Habe ich irgendwie nicht beachtet. So. Dann hier lang, um weiter runterzukommen. Ja, mit den Cutscenes, die wir mittlerweile haben, kann man auf jeden Fall schon wieder einiges aufmachen. Und nett gemeint, aber ihr müsst mir nicht extra schreiben, hey, du hast da eine Cutscene übersehen. Ich sammle eh nicht alle ein. So, hier waren wir noch nicht. Ja gut, dann können wir uns hier noch mal kurz ein bisschen umschauen. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich ging nicht davon aus, dass ich hier irgendwie noch was Neues finden würde in Titania. Aber ja, anscheinend haben wir hier wirklich so einen Gefängnistrakt nicht betreten dürfen am Anfang. Und den können wir jetzt zumindest betreten. So, da ist auch nichts drin. Ne. Hier ist schon mal nichts mehr. Da ist nichts. Ach so, ist dieser... Da ist noch ein Item. Da ist eine Truhe. Beschwerliche Dolche. Wahrscheinlich nichts, was eben besser wäre oder so. Weil ich sehe gerade, stimmt, wir haben wieder einen neuen Stuff, den wir ausrüsten können. Ist die Montur auch gemeistert.
Keine Ahnung, Ohrringe? Oh. Du brauchst noch den Sommerurlaub. Ja, wer braucht keinen Sommerurlaub? Ah, da war eine neue. Das ist auch sonst nichts weiter. Na, guck mal, die beschwerlichen Dolche sind sogar wirklich was Neues. Und zwar was Ordentliches sogar. Sie brauchen ziemlich lange. Ja. Na gut, Westen habe ich eh nichts. Und da ist auch alles. Na gut. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt hier für die Waffen für Rokoro. Na, guck mal, hier sitzen 3 Seelen im Knast. So, und hier noch einmal. Warum habe ich die nicht aufgemacht? Ich weiß es nicht. Ah, eine Katzkiste. Machen wir die auch mal eben auf. Feuer Norman Hood. So. Kann ich zumindest sagen, das habe ich jetzt auch erstmal alles erkundet. Okay, dann hätten wir das schon mal. Dann einmal an die hinteren Docks und da sind auch 2 Gespräche. Ich glaube, wir kommen heute nicht so schnell von dieser Insel weg. Ach, geil. Was ist los mit dir? Ja. Huh? Kamoana's not here, is she? No, she's not. Are you looking for her? No, the opposite, actually. I'm hiding from her. Kamoana saw my tail fall off, and now she's absolutely obsessed about it. I'm worried that if I'm not careful, she'll try to sneak up on me and give me a big scare, and I'll drop this new tail after it's just regrown. Is dropping your tail such a big deal? Well, if I need to make a quick escape, I can't exactly drop my tail without having one to drop. Oh, I see. Moment. Du hast kein Tail. Lüg doch nicht. So, neue Zone 4. Hey, Eisen, great timing. I've got a question. What would you say the 4 great wonders of the ocean are? Far as I know, it's the Phantom Fleet, Dragon Island, the Bigheadian tribe, and the Kraken Queen. Haha! See? I'm right. But this scoundrel insists he knows better than me. What else could the 4th be but the Kraken Queen? The colossal upright eel. Besides, the Kraken Queen is just a fantasy cooked up by girl-starved sailors. What's the Kraken Queen? What do you mean, fantasy? It's not just a fantasy, boy. The Kraken Queen is a slippery black squid, the size and shape of a lusciously proportioned woman. When it encounters a human, it goes into a frenzy, attacking with its long whip-like arms. That sounds painful. Real painful. Mind-numbingly painful even. But here's the thing. At some point, the pain turns into pleasure. You mean it feels good to get whipped? You see, boy? That's why we call her the Mystery. Hey! Bad pirate! Stop corrupting our youth! Corrupting? Boy, there's no need to contain your curiosity. When pain turns to pleasure, you've truly become a man. Laphicet, don't listen to them. This is something you should hear. Aren't you curious why the Kraken Queen is a wonder of the sea? Want to find out? Yes, tell me. Why? Normally, it hurts to be whipped. Nothing pleasurable about that. You don't like getting hurt, right? No. It hurt when Teresa hit me. I didn't like it at all. And yet the Kraken Queen grants pleasure through pain. The Kraken Queen's tentacles secrete some sort of unknown, pleasure-inducing substance. When they touch you, the pleasure is beyond. All right, we're done here. The Kraken Queen is no longer allowed to be the 4th wonder. It's now the colossal upright eel. Argument over. Tell Laphicet about this eel, and keep it wholesome. Sure. The colossal upright eel is as big as a whale, and long and straight like a marlin's bill. Cut it open, steam it, then baste it with a special sweet and sour sauce, and grill it twice over charcoal, and it's heavenly. Or so I hear. That does sound really good. I know, right? The problem is, its name is an apt one. Colossal. It's too big to catch? No, the upright part. When people try to catch it, it stands up on its 2 legs and zoom! Off it goes, running on top of the water. It's a fish? With legs? Now that's a wonder, right, kid? Well, at least it's a wholesome one.
Aber zu diesem Kraken kann man, nicht zum Kraken, zu der Kraken kann man sagen, das ist, keine Ahnung, der SM-Krake, die SM-Krake, wie auch immer. Zu dem Aal, das ist ein, ja, ein Boss in Graces. Ein optionaler zumindest. So, was ist denn hier jetzt noch los? Oh, come on, it's fine. No, it's not. You have to do it right. You're so mean, Medissa. If you keep telling me what to do, I'll hate you. Fine, hate me then. So long as you do what I say. Fine. I love you, Medissa, and you don't even care. What's going on here? Eleanor, Medissa's being mean. She keeps telling me to dry my hair after my bath, but I don't wanna. What? Is that all you're arguing about? This is important. Just because she's a Therian doesn't mean she can't catch a cold. But I won't. I won't catch a cold. I swear. I don't want to take Mom's yucky, awful medicine, so I'm not gonna get sick. If you insist on being so stubborn, we can do this the hard way. There's no need for everyone to get so worked up. Her hair's pretty much dry already, right? Yeah, what she said. I'm spoiling her, aren't I? Seriously. Look, we don't even know what would happen if a Therian catches a cold, let alone how to treat it. That's true. But look, I get it. I know you feel responsible for her. You mean what happened to her mother? Yeah, Laphicet told me about it. My, look who's a little tattletale. I'm sorry, But I thought Medissa should know, just in case. it's fine, I suppose. I should have told her myself. Well, at least I understand everything now. It's all too tragic for words. Yes. And the knowledge would not be something that a young child could possibly bear. I'm not planning on telling her. That's probably your only option. But do you really think you can keep lying to her forever? I have to. For her own sake. For her, huh? All right. I'll go with you on this. You two are going through an awful lot of trouble for a selfish kid. All kids are selfish. They're selfish. But that's what their families and their mothers should be there for. Don't you have any memories like that yourself? Sorry, but I'd rather just keep them to myself. Pish and Piffle. Everybody and their issues, am I right? So, ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal alle Gespräche schon mal weg. Wir könnten das eigentlich nochmal machen. Und die Nordpuppe in Katnixhafen. Dürfen wir uns denn frei bewegen, ist die Frage. Bis auf Isolde dürfen wir überall hin. Okay. So, jetzt ist die Frage, wie viel davon habe ich gemacht und wie viel nicht? Habe ich das Flügelviertel schon gemacht? Bin mir nicht sicher. Eventuell? Habe ich die Flieger gemacht? Kann man das irgendwo sehen? Ich sag mal, gegen die Dinger kann man ja immer und immer wieder kämpfen. Ah, okay, da ist ein Sternchen dran. Das heißt, ich habe das schon gemacht. Denke ich mal, dass es das bedeutet. Dann sind jetzt die Apoden dran. Die machen wir dann in diesem Part auf jeden Fall noch. Und ab dem nächsten Part geht's dann erst noch ein kleines bisschen Sidequesting und Stuff erledigen. Und vor allem noch so ein Gebiet in Logros besuchen, das ich bisher noch gar nicht reingegangen bin. Wisst ihr was? Ich glaube für den Kampf nehmen wir einfach mal Laphicet. Hat Spaß gemacht, mit dem zu kämpfen eigentlich. Da kann man das einfach nochmal machen. Mal gucken, ob das klappt. Oder ich aufs Maul bekomme. Ja, hier habe ich ihn noch nicht. So. So. Ich muss nur mal immer noch ein paar Seelen dazu bekommen. Ui, so ein guter Schaden. Ui. Was ist sonst noch? Ja. Wobei, ich glaube, Magilo war auch ziemlich witzig, ne?
Und vor allem hat sie auch volle Seelen. Was habe ich bei dir nochmal für Attacken gehabt drin? Spin, Spin. Ui. Nope, das machst du nicht. Ach ja, stimmt, das hatte ich. Ja doch, ich glaube, wir probieren ein bisschen Magilo. Habe ich nicht gerade Spell sauber gemacht? Ui. Ja, doch, ich glaube... Have a nice trip. Ja doch, ich glaube, das könnte hier ganz witzig werden mit Magilo. Muss man nicht immer nur mit Velvet kämpfen. Vielleicht guckt ja, dass ich mal diese Sachen hier auch immer mit anderen Charakteren mache. Aber gar nicht so viel Schaden gemacht. Nope. Stop it. Auf jeden Fall ist es auch ganz cool. Wie schnell sie eigentlich quasi ihre Seelen wieder einsammelt. Ja, da ist schon wieder alles weg. Ach ja, stimmt. Da hat sie Magie gehabt. Another one down. So. Genug Magie. Jetzt gehen wir wieder auf Nahkampf. Ich finde es ja immer noch interessant, dass magische Charaktere so coole Nahkampfangriffe haben. Na, und dann werde ich erstmal betäubt. Velvet, willst du mal bitte deinen Dingens mal auflösen? Danke. No! Ich hatte ihn fast. Stop dies. Ui. Das sah schön aus. Und zack, wieder alles voll. Okay, da kommen welche. Moment. Raus mit dir. Ui. Das war sehr schön jetzt direkt gekontert. Also ich glaube, Velvet als NPC ist teilweise doch ein bisschen sehr gefährlich. So. Boah. Ja. Oh mein Gott. Wir haben die Schärpe bekommen. Gewaltmarsch. Die Schärpe mit dem wohl besten Namen dieses Spiels. Moment. Die François Rabelais Schärpe. Was ist das für ein Name? So, hier zufällig irgendwas Neues bekommen zum Lernen? Nee. Du warst fertig mit deinen Stiefeln. Gewaltmarsch. Ja. Ui, 3 Fähigkeiten sogar drauf. Nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, es hat auch wieder gut Spaß gemacht, mit Magilo zu kämpfen. Ja, mal so ein bisschen, das geht eigentlich ganz gut. Na gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns mal noch hier um die beiden Sidequests. Dass wir da noch ein kleines bisschen was weitermachen und dann geht's langsam Richtung Lionel? Ja, Lionel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.